Ethan Parker, ein Bauer, der in der Nähe des Selous-Reservats in Tansania lebt, kehrt nach einer Woche Urlaub auf seine Farm zurück. Der alte Bagger steht noch immer regungslos am Rand des trockenen Feldes, bedeckt mit dickem Staub und gelben Blättern. Er startete den Motor, dessen Dröhnen über die weite Fläche hallte, die an die Wildnis des Selous-Reservats grenzte. Die Sonne des frühen Morgens schien auf den rissigen Boden, die aufsteigende Hitze ließ seinen Schweiß in Strömen fließen. Ethan grub weiterhin lange Gräben, um Zäune zu bauen, die das Vieh aus dem Gebiet der Raubtiere fernhalten sollten. Jeder Eimer Erde wurde an den Seiten ausgekippt und zu hohen Wellen aufgetürmt, sodass ein tiefer, gewundener Graben wie ein Kanal entstand. In der Umgebung war es still, nur das Geräusch der Bagger und der trockene Wind, der durch die sonnenverbrannten Felder pfiff, waren zu hören. Er konzentrierte sich auf das Fahren, seine schwieligen Hände umklammerten das Lenkrad fest und ließ seinen Blick nie von der Arbeit vor ihm abwenden. In seinem Herzen wollte er nur bald mit der Arbeit fertig sein, damit er nach Hause gehen und ein einfaches, aber gemütliches Mittagessen mit seiner Frau und seinen Kindern genießen konnte. Doch dieser scheinbar friedliche Morgen wurde zu einem Erlebnis, an das er sich für den Rest seines Lebens erinnern würde. Während er grub, hörte Ethan plötzlich ein leises Geräusch aus dem Graben vor ihm, wo der Boden gerade eingestürzt war. Mit klopfendem Herzen stellte er sofort den Motor ab und lauschte, um sicherzugehen, dass es nicht das Geräusch eines Motors oder von Steinen war. Es war ein heiseres, müdes Stöhnen, wie das Stöhnen einer Raubkatze, die verzweifelt stirbt. Ethan stieg aus und näherte sich dem Rand des Grabens. Seine Augen waren angestrengt, um den Staubnebel abzusuchen, der in der Luft hing. Unten zitterte und keuchte eine dünne, staubige Gestalt, als hätte sie keine Kraft mehr. Als er näher kam, stellte er verblüfft fest, dass es sich um einen erschöpften Leoparden handelte, dessen Rippen unter der Haut deutlich zu sehen waren. Das hellgelbe Fell war schwarz gefleckt und zerfetzt, der Körper bestand nur noch aus Haut und Knochen und war mit Kratzern übersät. Es atmete schwach und seine zitternden Beine scharten sanft über den harten Boden, als ob es versuchen würde zu entkommen, aber ohne Erfolg. Ethan spürte, wie ihm das Herz schmerzte, als würde er Zeuge eines Lebens, das durch die Hände des grausamen Schicksals zu Ende ging. Er vermutete, dass der Leopard tagelang gefangen gewesen war und weder Nahrung noch Wasser zum Überleben hatte. Er kniete nieder, seine Hände zitterten, als er versuchte, auch nur die geringste Reaktion des armen Tieres hervorzurufen. Als er ein leises Stöhnen hörte und sah, wie die halb geschlossenen Augen flatterten, wusste Ethan, dass er sofort handeln musste. Er zog sein altes Telefon aus der Tasche und rief mit dringender, besorgter Stimme die Ranger des Selous an. Seine Stimme zitterte, als er den erschöpften und schwer verletzten Zustand des gefangenen Leoparden beschrieb. Am anderen Ende der Leitung bestätigte der Ranger, dass er sofort losfahren und innerhalb von 30 Minuten dort sein würde. Ethan legte auf, sein Herz war voller Sorge, und sein Blick ließ den mageren Körper, der regungslos in dem tiefen Graben lag, nicht los. Er zog seinen Mantel aus und schirmte damit das grelle Sonnenlicht ab, das seinen ohnehin schon schwachen Körper verbrannte. Bei jedem Stöhnen zog sich sein Herz zusammen, jede Minute, die verging, kam ihm wie Stunden vor, in denen er Angst hatte, sein Leben zu verlieren. Er machte sich Vorwürfe, weil er zu lange geruht und den Graben unfertig gelassen hatte, wodurch der Leopard in diese Situation geraten war. Wenn er es ein paar Tage früher getan hätte, hätte er es vielleicht retten können, bevor es so erschöpft war. Ethan setzte sich an den Rand des Grabens und betete um Rettung, bevor es für einen Funken Hoffnung zu spät war. Das Geräusch eines Automotors in der Ferne ließ ihn aufspringen und in einer Mischung aus Erleichterung und Anspannung mit der Hand winken. Zwei Ranger, Hassan Winnie und Daniel Chikondi, stiegen mit Rettungssäcken aus, ihre Augen waren entschlossen, aber ängstlich. Sie näherten sich und ihre Gesichter wurden ernst, als sie den Leoparden zusammengebrochen und fast leblos daliegen sahen. Hassan kniete nieder, um seinen Herzschlag zu überprüfen, runzelte die Stirn und sah dann Daniel an, wobei er besorgt den Kopf schüttelte. Sie kamen zu dem Schluss, dass der Leopard fast eine Woche lang gefangen gewesen sein könnte, ohne entdeckt zu werden. Daniel sagte leise, keine Narkose nötig, es ist so schwach, dass es nicht mehr in der Lage ist, Widerstand zu leisten oder zu entkommen.
Ethan war erleichtert, dass er keine Narkose brauchte, und gleichzeitig untröstlich, dass er so erschöpft war. Die beiden Ranger besprachen schnell einen Rettungsplan und verschwendeten keine weitere kostbare Sekunde. Hassan forderte Ethan auf, einen provisorischen Zaun um das Gebiet zu errichten, um Unfälle mit anderen Tieren zu vermeiden. Ethan nickte zustimmend und empfand tiefe Schuld und Reue. Sie bereiteten starke Seile und dicke Tücher zum Einwickeln vor, um die Sicherheit beim Transport des schwachen Tieres zu gewährleisten. Die Atmosphäre wurde angespannt, jede Bewegung wurde mit äußerster Vorsicht ausgeführt. Ethan stand mit klopfendem Herzen daneben und betete, dass das zerbrechliche Leben nicht ausgelöscht würde. Hassan hielt die Vorderbeine, Daniel die Hinterbeine, und sie arbeiteten zusammen, um den erschöpften Körper des Leoparden hochzuheben. Ethan half schnell dabei, das Seil festzuziehen und das Gleichgewicht zu halten. Seine Hände zitterten, aber sein Blick war immer noch entschlossen. Nach und nach wurde der schwere, aber schlaffe Körper aus dem tiefen Graben gehoben und aus seiner vorübergehenden Gefangenschaft befreit. Der Schweiß rann allen dreien über die Stirn, ihr Atem ging schnell, aber alle hielten bis zum Ende durch. Der Leopard öffnete leicht die Augen, schloss sie dann wieder und atmete tief aus, als wolle er alles loslassen. Sie legten es auf ein Laken und bedeckten es mit einer Wärmedecke, um es vor der sengenden Hitze zu schützen. Vorsichtig wurde er auf die Ladefläche des Lastwagens gehoben und vor der Abfahrt von allen festgehalten. Ethan atmete erleichtert auf, seine Augen waren erfüllt von schwacher Hoffnung für das Leben, das gerade befreit worden war. Das Auto sprang an und wirbelte roten Staub auf der unbefestigten Straße auf, die zur Veterinärstation in der Nähe von Seelos führte. Ethan stand still und sah zu und betete, dass der Leopard diese Tortur überleben würde. Als der Wagen bei der Kleintierklinik ankam, warteten Arzt und Krankenschwester bereits vor der Tür der Notaufnahme. Der Leopard wurde hereingebracht, weißes Licht schien auf seinen abgemagerten Körper und brachte alle zum Schweigen. Der Arzt untersuchte ihn sorgfältig und sein Gesicht wurde ernst, als er Anzeichen von Erschöpfung und schwerer Dehydrierung sah. Schlussfolgerung: schwere Dehydration, Unterernährung und Bedarf an sofortiger intravenöser Flüssigkeitszufuhr und Nahrungsergänzungsmitteln. Der Infusionsschlauch war angeschlossen, jeder Tropfen Flüssigkeit, der herunterfloss, schien diesem zerbrechlichen Leben Hoffnung zu geben. Am ersten Tag lag es einfach bewegungslos da und atmete schwach, aber gleichmäßiger, als Nährstoffe in seinen Körper gelangten. Ärzte und Krankenschwestern wechselten sich im Dienst ab und zeichneten jede Stunde sorgfältig alle Vitalzeichen auf. Ethan rief häufig an, seine Stimme war voller Sorge und Vorfreude auf gute Nachrichten. Auch Hassan und Daniel besuchen ihn und machen ihm Mut, dass es noch eine Chance gibt, wenn er weiterhin den Lebenswillen hat. Am zweiten Tag war seine Atmung gleichmäßiger, sein Körper zitterte weniger und seine Augen öffneten sich leicht. Am dritten Tag verkündete der Arzt eine gute Nachricht: Er konnte alleine sitzen, Wasser trinken und ein paar Stücke weiches Fleisch essen. Ethan kam zu Besuch und war gerührt, als er das Leben in seinen Augen und das leichte Wedeln seines Schwanzes sah. Hassan lächelte und sagte, der Genesungsprozess verlaufe schneller, als zunächst erwartet. Mit jedem Tag ging es unsicherer, aber sicherer auf seinen dünnen Beinen. Daniel brachte frisches Fleisch und sauberes Wasser, damit es sich schneller erholte. Eine Woche später war sein Körper voller Vitalität und sein Fell begann wieder zu glänzen. Ethan fühlte sich erleichtert, als hätte er gerade eine Last abgeworfen, die ihn in den letzten Tagen niedergedrückt hatte. Der Arzt bestätigte, dass es bereit sei, die Intensivstation zu verlassen und in eine halbwilde Umgebung zu ziehen. Es ging langsam, aber entschlossen, seine Augen glänzten in der warmen Morgensonne. Ethan, Hassan und Daniel standen da und sahen zu, voller Glück und Stolz. Ranger gehen davon aus, dass es in nur wenigen Monaten stark genug sein wird, um in die Wildnis des Seelos zurückzukehren. Ethan versprach im Stillen, sich inmitten eines harten Alltags immer an diesen Tag als ein Wunder zu erinnern.